Mr. Richard Elliot Kerman aus New York City, USA. Mr. und Mrs. Ibrahim Suleiman aus Jakarta, Indonesien. Sowie diese Kunden schließen tagtäglich Hunderte von Menschen überall auf der Welt, das heißt in mehr als 160 Ländern dieser Erde, einen Vertrag mit der Firma Daimler-Benz über die Lieferung eines Mercedes. Also von Ihren 19 Farben gefällt mir diese hier eigentlich am besten. Mit den Metallic-Farben sind es sogar 29, unter denen Sie wählen können. Du, sag mal, wie gefällt dir dieser Farbton? Hm? Ja, das ist mal was anderes. Nicht? Ja, auf jeden Fall eine Farbe, die zum 280 SE passt. Astral Silber, schon notiert. Wenn ich Sie jetzt wieder rüber bitten dürfte. Ja? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. So, dann darf ich Ihren Auftrag nochmal zusammenfassen. Ein 280 SE, Astral Silber, mit automatischem Getriebe, elektrischem Schiebedach und Radio mit automatischer Antenne. Ja, und mit Servolenkung und 2 Sicherheitsgurten. Haben Sie das mit aufgeschrieben? Die Servolenkung sowie 2 Sicherheitsgurte und 2 Kopfstützen vorne gehören zur Grundausstattung beim 280 SE. Aha, das alles ist also im Preis mit inbegriffen, ja? Ganz recht. Genauso wie 4 servounterstützte Scheibenbremsen, Frontscheibe aus Verbundglas, Nebellampen und Rückfahrtscheinwerfer. Werden Sie hier jetzt bitte unterschreiben wollen? Gut. Und es bleibt dabei, dass wir diesmal unseren Wagen in Sindelfingen selbst abholen. Ja, wie abgesprochen. Wir informieren Sie dann rechtzeitig über den Abholungstermin. Und bei der Gelegenheit können Sie auch gleich einmal unser Werk besichtigen und sehen, wie ein Mercedes-Benz entsteht. Gut, herzlichen Dank. Schönen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederschauen? Auf Wiedersehen. Danke auch. Ein Bogen Papier. Die Hand des Zeichners. Eine erste Linie, die gezogen wird. So und nicht anders beginnt auch heute noch der Bau eines Automobils. Nämlich im Konstruktionsbüro, wo das neue Fahrzeug zunächst einmal auf dem Reißbrett entsteht. Die interne Werksbezeichnung dieses Typs W116. Ein Fahrzeug der S-Klasse, dessen Konstruktion, Entwicklung und Bau wir hier einmal verfolgen wollen. Mit der Konstruktionszeichnung wird ein Modell im Maßstab 1:5 angefertigt. Ein dreidimensionales Versuchsobjekt aus einem leicht zu bearbeitenden Material, dessen Styling, also die äußere Form, in Einzelheiten immer wieder umgestaltet und verändert werden kann. Am Ende dieser schöpferischen, man kann sagen künstlerischen Phase stehen Zeichnungen und Querschnitte im Maßstab 1:1, die nun schon Details des neuen Fahrzeuges erkennen lassen. Und schließlich die Anfertigung eines Modells im Maßstab 1:1, das nicht nur die Außenform, sondern bereits alle Details im Innenraum darstellt. In der Zwischenzeit beschäftigen sich Ingenieure und Techniker mit der Erprobung aller Aggregate für das neue Fahrzeug. Auf dem Prüfstand wird der Motor im Dauertest den härtesten Belastungen ausgesetzt, um so seine optimale Leistung kennenzulernen. Im sogenannten Bremslauf werden Drehzahl, Drehmoment, Wasser- und Öltemperatur sowie Kraftstoffverbrauch des Motors festgestellt. Ein genaues Protokoll wird angefertigt. Darüber hinaus halten Prozessrechner die gewonnenen Daten fest und verarbeiten sie. Schon in dieser Phase beginnen die praktischen Fahrversuche. Prototypen der S-Klasse, hier ein 350 SLC und ein 450 SE, werden von den Testfahrern in immer wieder wechselnden Fahrsituationen auf Herz und Nieren geprüft. Hier auf der Kreisbahn zum Beispiel geht es um das Fahrverhalten des Wagens bei Nässe und Regen. Die Querbeschleunigung, also die Kurvenlage des Wagens, wird erprobt. Vollbremsung. Der sogenannte Bremsnick-Effekt wird untersucht. Hier die vordere Radaufhängung im Modell.
Achsschenkel, Federbein, Spur und Sturz bestimmen den Lenkrollradius, der bei der S-Klasse gleich 0 ist. Eine optimale Lösung. Wie auch die hintere Radaufhängung mit einer Diagonalpendelachse. Diese Auslegung des Fahrwerks bewirkt zum Beispiel, dass das Fahrzeug bei einer plötzlichen Reifenpanne in der Spur bleibt. Insgesamt garantiert die sorgfältige Abstimmung von Federung und Radaufhängung schwingungsarmes Fahren auch bei schlechten Straßen. Auch extreme Fahrsituationen müssen mit unseren Fahrzeugen einwandfrei zu beherrschen sein. Die Versuche reichen von der Beanspruchung der Lenkung über die Sichtverhältnisse bei ungünstigen Bedingungen bis zum Aquaplaning. Versuche im Windkanal. Die Wirksamkeit der Scheibenwischer wird erprobt. Genauso wichtig wie der ungehinderte Blick nach vorn, die seitliche Sicht, die durch ein sorgfältig ausgeklügeltes System von Wasserabflussrinnen und Leitblechen garantiert wird. Hier wurden Leitblech und Abflussrinne versuchsweise überklebt. Das Ergebnis? Sichtbehinderung. Der gleiche Versuch diesmal an der Heckscheibe. Links freie Sicht, rechts Verschmutzung, da die Abflussrinnen überklebt wurden. Gerippte Heckleuchten. Eine Entwicklung, die bewirkt, dass die Leuchtkraft auch nach längerer Schlechtwetterfahrt noch ausreichend erhalten bleibt. Technischer Fortschritt, der die Sicherheit jedes Mercedes-Benz-Fahrzeuges erhöht. Testfahrten zeigen Grenzbereiche der Fahrmöglichkeiten auf. Diese Möglichkeiten entbinden den Menschen allerdings nicht von der Verantwortung gegenüber seiner Umwelt, von seiner Verantwortung im Straßenverkehr. Kein Teil an einem neuen Fahrzeug, das nicht auf das Genaueste erprobt wird. Von der Wirksamkeit der Bremsen über die Radaufhängung und Federung bis hin zu Motor- und Fahrgeräuschen. Die Beanspruchung in der Praxis wird im Labor simuliert. Hier ein Fahrzeug auf der sogenannten Hydropulsanlage. Von einem Magnetband gesteuert werden die Räder in Schwingung versetzt. Tausende Kilometer Straßenfahrt können so simuliert werden. Von der glatten Betonfahrbahn bis zur holprigen Dorfdurchfahrt. Die Beanspruchung des Fahrwerks, der Federung und der Stoßdämpfer wird elektronisch gesteuert, gemessen und bewertet. Simulationen, die der Sicherheit dienen. Sicherheitsgurte und Kopfstützen werden getestet. Die Verformung des Lenkrades und der Frontalaufprall des Fahrzeuges bei 50 Kilometer Geschwindigkeit in der Stunde. Die Sicherheit beginnt bei der Konstruktion im kleinsten Detail. Die Summe aller entsprechenden Konstruktionen muss auf dem Simulator ihre Wirksamkeit beweisen. Dann erfolgt die Freigabe für den Crashtest. Ergebnis? Die Fahrgastzelle bleibt unbeschädigt. Die 4 Türen können auch nach dem Aufprallen noch geöffnet werden. Nach Abschluss aller Versuche wird das Fahrzeug für die Serienproduktion freigegeben. Auf Hundertstel Millimeter genau wird die Außenhaut des neuen Modells abgetastet. Der Wagen wird sozusagen elektronisch vermessen. Die so gefundenen Daten werden auf einem Lochstreifen gespeichert, der für die maßstabgetreue Zeichnungswiedergabe benutzt wird. So entstehen die genauen Schnitte des Wagens. Mit diesen Werten wird ein Computer programmiert, der wiederum die automatische Herstellung der Presswerkzeuge steuert, die dann später in der Serienproduktion die Karosserieteile formen. Die elektronische Datenverarbeitung ist seit langem wesentliches Hilfsmittel der Automobilindustrie. Sie steuert, sie rechnet. Sie liefert Produktionsabläufe, bereitet Materialanforderungen auf und schreibt die Fahrzeugpapiere bis hin zum Torpass, den unser Ehepaar benötigt, um eines Tages seinen neuen Wagen im Werk Sindelfingen abholen zu können. Guten Tag. Guten Tag, bitteschön. Wir möchten unseren neuen Wagen abholen. Ja, danke.
Das ist Ihre Kundennummer, unter der Sie aufgerufen werden, sobald Ihr Wagen da ist. Dürfte ich Sie und Ihre Frau jedoch zunächst zum Büro Inland bitten? Ja. Okay. Meine Damen und Herren, dürfen wir unsere Besucher in die Empfangshalle bitten. Unsere nächste Werksbesichtigung beginnt in 5 Minuten. Ach, sagen Sie, wir wollten ja nicht nur unseren Wagen abholen, sondern auch mal das Werk besichtigen. Jedenfalls haben wir das damals mit Ihrem Verkäufer so abgesprochen. Aber gern. Darf ich Sie dann zu unserem Empfangsraum bringen, denn unsere Werksbesichtigung beginnt mit einem Film. Ah, danke. Ja? Sindelfingen. Im reizvollen Baden-Württemberg, zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Schwarzwald, ist eine dynamische schwäbische Stadt. Hier befindet sich das größte Werk der Daimler-Benz AG, das Karosserie- und Montagewerk Sindelfingen. In dieser Umgebung entsteht die Qualität, zu der wir uns durch den Ruf unseres Hauses und unserer Fahrzeuge verpflichtet fühlen. Das Herz dieser Automobilfabrik ist das Presswerk. Hier beginnt die eigentliche Produktion der Karosserie. In großen Stahlblechrollen, den sogenannten Coils, werden täglich 1000 Tonnen Feinblech angeliefert, die zu Karosserieteilen verarbeitet werden. In diesen Pressen werden mit einem Druck bis zu 1500 Tonnen die größten Karosserieteile geformt. Ein großer Teil der Arbeitsabläufe ist mechanisiert. Immer dort, wo Abweichungen möglich sind, muss der erfahrene Facharbeiter Mittler zwischen Maschine und Werkstück sein. Karosserie-Rohbau. An dieser Stelle wird die Bodenanlage des Wagens zusammengebaut und geschweißt. Ein automatischer Vorgang, der elektronisch gesteuert wird. Mercedes-Benz ist nicht für Automation um jeden Preis. Nach wie vor steht der Mensch mit seiner Erfahrung und seinem handwerklichen Können an erster Stelle. Dort, wo menschliche Arbeit erleichtert werden kann und Automation die Qualität erhöht, wird die Maschine eingesetzt. Einer der universellsten Automaten, die Seitenwandstraße. Mechanische Hände, die numerisch gesteuert sind, führen 220 Schweißungen in mehreren Arbeitsgängen durch, wobei die Seitenwände aus 9 verschiedenen Teilen zusammengeschweißt werden. Bodenanlage, Seitenwände, Heck- und Vorbau des Fahrzeugs laufen am sogenannten Aufbauband zusammen. Das Typenschild wird angebracht, sozusagen der Steckbrief des Fahrzeugs, aus dem von der Produktionsnummer bis hin zur Farbgebung alles abzulesen ist, sogar der spätere Besitzer. Darüber hinaus sagt das Typenschild, ob es sich um einen Links- oder Rechtslenker handelt, dessen Merkmale hier beim Zusammenbau der Frontgruppe bereits berücksichtigt werden müssen. Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen sind Voraussetzung für qualitativ hochwertige Arbeit. Die Seitenwände werden montiert. Türen und Kotflügel werden in die Teilkarosserie eingesetzt. Dazu bedarf es großer Erfahrung und der Beachtung festgelegter Toleranzen. Hier am Verputzband werden Schweißnähte und Lötstellen bearbeitet. Dazu gehören fachmännisches Können und großes Fingerspitzengefühl.
Auch hier schon in diesem frühen Stadium Zwischenkontrollen der nun bereits fertig zusammengebauten Karosserie. Die exakte Einhaltung der Rohbaumaße ist Voraussetzung für die Endmontage. Die fertige Rohbaukarosserie wird für die Elektrotauchlackierung vorbereitet. Bei Spannungen von 300 Volt Gleichstrom wird die erste Farbschicht als Grundkorrosionsschutz in einem Tauchbecken aufgebracht. Der Unterbodenschutz wird aufgetragen. Er schützt die Fahrzeugunterseite vor Steinschlag und Rost. Die Spritzgrundierung, eine zweite Grundlackierung, wird elektrostatisch aufgesprüht. Ein Arbeitsgang, der wiederum von Automaten durchgeführt wird. Auch hier in der Lackiererei besonders deutlich sichtbar die Berücksichtigung der Kundenwünsche. Fahrzeuge der verschiedensten Typen, der verschiedensten Farben werden individuell lackiert. Hände weg von Karosserien, heißt es hier, wo Vor- und Decklack aufgetragen werden. Insgesamt pro Fahrzeug 20 Kilogramm Lack und 14 Kilogramm Plastikmaterial und Wachs für Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung. Nach jedem Lackiervorgang die Trocknung der Farbschicht durch Infrarotlicht und Wärme. Und zum Schluss die Hohlraumkonservierung. Wareneingangskontrolle ist Qualitätssicherung von Zulieferteilen. Die Lieferqualität von Fremdteilen wird durch Daimler-Benz festgelegt und in Stichproben bis ins Detail kontrolliert. Hier zum Beispiel das Kombi-Instrument. Kontrolle und Qualitätssicherung auch für die Teile, die im Werk selbst hergestellt werden. Armlehnen aus der Schäumerei, Sitzbezüge vom Textilbetrieb, Radzierblenden aus der Galvanik. Um solche nebeneinander laufenden oder sich überschneidenden Produktionsabläufe zu koordinieren, bedarf es einer bis ins Detail durchdachten Steuerung innerhalb des Werkes und bei den Lieferanten. Diese Steuerung geschieht wiederum mit Hilfe von Computern, die dafür sorgen, dass das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Die Zentralsteuerung ist Voraussetzung für den präzisen Ablauf der Produktion in der riesigen, modernen Montagehalle. Die Endmontage beginnt mit dem Abdecken der Arbeitsflächen, um das Verschmutzen und Verschrammen während des Zusammenbaus zu verhindern. Der überwiegende Teil der Endmontage besteht aus sorgfältiger Handarbeit. Denn hier gibt es Fertigungsprozesse, die kaum zu mechanisieren sind. Ob es nun um den Steg der Hutablage oder um das Einziehen des Hauptkabels geht. Und auch hier wieder eine Zwischenkontrolle, für die ein Fachmann die persönliche Verantwortung trägt. Die Instrumententafel wird eingebaut. Montage der Heckleuchten und der Scheinwerfer. Das Fahrzeug wird auf das nächste Montageband umgesetzt. Und danach wird die mittlere Konsole eingebaut. Lenkrad und Fahrersitz. Schritt für Schritt entsteht so das neue Fahrzeug. Serienbau eines Automobils bei Daimler-Benz bedeutet, in höchster Qualität zu fertigen und durch Prüfung und Gütesicherung den erreichten Stand zu verbessern. Denn Qualität ist kein Zufall. Serienproduktion bedeutet aber auch, Automobile in den verschiedensten Ausführungen herzustellen. Individuell gefertigte Fahrzeuge nach den Wünschen des Kunden. Während hier in diesen Hallen die Wagen montiert werden, entstehen in anderen Fertigungsstätten die notwendigen Aggregate. Im Werk Hedelfingen zum Beispiel die Getriebe. Hier das Modell des Viergang-Wandlergetriebes mit dem Schaltschiebergehäuse. Ein Bauteil,
dessen Windungen und Krümmungen einem menschlichen Gehirn gleichen. Und tatsächlich ist dieses Schaltschiebergehäuse ja auch das Steuerungszentrum eines automatischen Getriebes. Es besteht aus 41 Kleinteilen, Ventilen, Federn und Dichtungen, die hier an diesem Arbeitsplatz zusammengebaut werden. Das komplette Schaltschiebergehäuse wird von einem Automaten verschraubt und gleich darauf folgt eine Funktionsprüfung. Das Montageband für das Getriebe. Das Getriebemittelteil wird in das Gehäuse eingesetzt. Bremsband sowie Bremsbandkolben werden eingebaut. Und Schlusspunkt auch dieses Produktionsprozesses, die Prüfung. In einem rechnergesteuerten Programm werden in 4 Minuten 2000 Messungen vorgenommen, die auf dem Blattschreiber zur Auswertung für die Fertigung und Konstruktion festgehalten werden. Ein anderer wesentlicher Teil der Fertigung, der Motorenbau im Werk Untertürkheim. Einbau der Kurbelwelle und Einsetzen der Kolben. Die 2,8 Liter Motoren verfügen über 2 oben liegende, jeweils 7-fach gelagerte Nockenwellen, deren Gehäuse hier gerade verschraubt wird. Die Einspritzanlage wird montiert. Über 2000 verschiedene Motorenvarianten für 21 Grundmodelle werden gefertigt. Das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In diesem Fall der 350 SE Motor aus dem Werk Untertürkheim rechtzeitig in Sindelfingen am Montageband, so wie ihn der Kunde gewünscht und bestellt hat. Die Fertigungssteuerung sorgt für das genaue Zusammentreffen der Teile. Sie berücksichtigt 320 verschiedene Ausstattungen, ebenso wie die 600 möglichen Sonderwünsche. Das individuelle Automobil nach Maß gefertigt, entsprechend dem Wunsch des Kunden. Jetzt wird das Auto bald zum ersten Mal auf seinen eigenen Rädern stehen. Langsam geht es seiner Vollendung entgegen. Die Zündung wird eingeschaltet. Kontrolle der gesamten elektrischen Anlage. Die Gängigkeit des Wählhebels wird überprüft. Das Funktionieren der Frontscheinwerfer, Blinker, Heizung, Lüftung, Radio- und Signalhorn und schließlich die Scheibenwischeranlage sowie das Schiebedach. Die letzten Montage- und Arbeitsgänge vor der endgültigen Fertigstellung des Wagens haben begonnen. Dazu gehört die präzise Einstellung der Scheinwerfer sowie die Kontrolle der Scheinwerferwischanlage. Und nun wird das Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand Probe gefahren. Hier muss es sich erweisen, ob das Automobil in seiner Gesamtheit funktioniert. Der Motor wird gestartet und alle Fahr- und Bremsfunktionen durchgeführt. Besser und exakter als auf jeder Straße. Nach dem Rollenprüfstand das Finish. Der Wagen wird gereinigt, die notwendigen Nachbearbeitungen werden vorgenommen und die letzten Teile werden hinzugefügt. Lichtkontrollen durch erfahrene Inspektoren, deren scharfen Blick nichts entgeht, und schließlich das Aufkleben der Prüfplakette, die von einem Meister persönlich signiert wird. So wird ein Mercedes-Benz gebaut.
Die fertigen Fahrzeuge verlassen auf 3 verschiedene Arten das Werk. Circa 40% werden auf Autotransporter geladen, um an unsere Niederlassungen und Vertretungen in der Bundesrepublik und im europäischen Ausland geliefert zu werden. Circa 30% verlassen Sindelfingen über den werkseigenen Verladebahnhof, um in verschiedenen Seehäfen nach Übersee verschifft zu werden. Mehrere 100 Fahrzeuge werden täglich von unseren Kunden aus aller Welt persönlich abgeholt. Über diese Besuche freuen wir uns, weil wir dadurch Kontakte erhalten und vertiefen können. Wir freuen uns aber auch über Ihr Interesse an der Besichtigung des Werkes, die Ihnen nun, nach diesem Film, einen unmittelbaren Eindruck vom Automobilbau bei Daimler-Benz vermitteln wird. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und unseren Fahrzeugen entgegenbringen und wünschen Ihnen mit Ihrem Mercedes-Benz überall auf der Welt viel Freude und gute Fahrt.